Hey man, you got a lighter? Jeder kann reich werden. Mit Cannabis. Thank you. Das war das große Versprechen von Juicy Fields. Mit richtig fett produzierten Musikvideos wie diesem feierte das Berliner Cannabis-Startup Juicy Fields seine neue, unschlagbare Anlageidee: Crowdgrowing. Im März 2020 geht es los. Die Juicy Fields Plattform geht online. JuicyFields.io makes it possible, and we call this system crowdgrowing. Jeder kann von nun an Cannabis virtuell anbauen. Im Boommarkt Cannabis verspricht Juicy Fields Renditen von bis zu 110% im Jahr. Sit back, relax, and wait for your plant to be harvested and your profits accumulate in your wallet. Hunderttausende Kleinanlegerinnen und Kleinanleger investieren mehrere 100 Millionen Euro. Das waren meine ganzen Ersparnisse. Bis das Kartenhaus zusammenbricht. 35.000 verloren. 40.000 weg. Ich habe gerade 50.000 verloren. Es ist der größte Cannabis-Betrug aller Zeiten. Auf unserer Spurensuche finden wir nicht nur ein gigantisches Schneeballsystem, sondern auch rätselhafte Hinweise auf Geldwäsche, die uns bis nach Russland führen, tief hinein in die dunklen Ecken der organisierten Kriminalität. Ich werte Telegram-Daten aus und recherchiere öffentlich zugängliche Dokumente. Ich bin vor Ort und spreche mit Insidern. Was steckt wirklich hinter Juicy Fields? Ich bin in Barcelona. Hier findet die Spannabis statt, die größte Cannabismesse der Welt. Der Geruch von Gras und großem Geld liegt hier in der Luft. Cannabis ist längst keine Kiffernische mehr, sondern ein boomendes Milliardengeschäft. In den vergangenen beiden Jahren nutzte Juicy Fields die Messe als große Bühne, um ihre gigantischen Anlageversprechen in die Community zu tragen. Ich will herausfinden, wie es dieses kleine Unternehmen aus Berlin geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit zu einem der richtigen Big Player in der Cannabisindustrie zu werden. Haben Sie schon mal von Juicy Fields gehört? Juicy Fields? Ja, ich habe es, glaube ich, Ende 2021 durch ein paar Kryptogruppen kennengelernt. Die Leute haben darüber gesprochen. Riesenprofite. Leute haben viel Geld verdient. Ich dachte, es war der größte Spaß, den ich je hatte, und dieses passive Einkommen war genau das Richtige. Ich war richtig drin. 110%. Ich habe wirklich dran geglaubt. Du hast investiert? Ja. Wie viel? 35.000 Euro. Zu viel. Wir haben 160.000 investiert. Ich und mein Papa zusammen. Dumme Entscheidung. Wie konnte der Hype um Juicy Fields entstehen? Ein wichtiger Baustein waren Telegram-Gruppen, in denen Anlagetipps und Strategien ausgetauscht wurden. Ich will sie genauer analysieren. Mich interessiert einmal, wie groß sind die Dimensionen gewesen und wie war die Stimmung in den Telegram-Gruppen. Dafür sichere ich zuerst alle Chats und schreibe dann einen Code, um herauszufinden, wie sich die Mitgliederzahlen in den Gruppen entwickelt haben. Die weltweite Gruppe startet mit 20 Mitgliedern und verhundertfacht sich in den ersten 3 Monaten auf mehr als 2000 Mitglieder. Sie eint der Traum vom passiven Einkommen. Schnelles Geld, ohne zu arbeiten. Es ist Zeit, Geld zu machen. Ich habe 47% auf mein anfängliches Investment bekommen, in 4 Monaten. Ich habe meine Pflanzen heute verkauft und direkt wieder angepflanzt. Juicy Fields? Das Beste. Passives Einkommen mit medizinischem Cannabis. In Deutschland ist Cannabis auf Rezept seit 2017 legal. Und die allgemeine Legalisierung steht vor der Tür. Investierten deshalb auch so viele Deutsche in Juicy Fields?
Was bringt Menschen dazu, ihr ganzes Erspartes in so eine Plattform zu stecken? Das habe ich mich gefragt und wir haben ganz viele Leute auf Telegram angesprochen. Wollt ihr mit uns reden? Viele haben uns selbst für Scammer gehalten und haben uns geblockt. Aber jetzt gibt's eine, die möchte mit mir sprechen. Anonym. Ihren Wohnort und ihren echten Namen sollen wir nicht verraten. Sie will unerkannt bleiben, weil sie Angst hat, dass dieses Interview sie ihre Verbeamtung kosten könnte. Hallo. Hi, Lukas. Hannah ist Lehrerin, gerade fertig mit dem Referendariat. Für die Zeit nach der Ausbildung hatte sie einen großen Traum: eine Weltreise. Dieser Wunsch, dass ich eine Weltreise machen möchte, ist eigentlich seit fast 10 Jahren da. Doch dafür braucht Hannah erstmal Geld. Ich war zuerst in einer Facebook-Gruppe, die einfach passives Einkommen hieß und wo dann verschiedene Investmentmöglichkeiten vorgestellt wurden. Und auch über die Gruppe wurde ich dann auch angeschrieben von der Person, die mir dann Juicy Fields vorgestellt hat. Das Prinzip? Crowdgrowing. Anlegerinnen und Anleger, die sogenannten E-Grower, investieren in Cannabispflanzen, die für medizinische Zwecke vorgesehen sind. Also erstmal war ich super skeptisch. Ich war so, ja, was soll das sein? Also die Renditen sind völlig utopisch und das war mir da eigentlich völlig bewusst. Im besten Fall winken angeblich Gewinne von über 100% im Jahr. Nach einigem Zögern kauft sie die ersten Pflanzen zum Testen. Wie funktionierte das System? Also man hat sich eingeloggt und dann konnte man in den Klonshop gehen und dann hatte man hier verschiedene Pflanzenarten von. Die günstigste war die Juicy Flash mit 50 €. Und ja, dann hat man die einfach in den Warenkorb gelegt, konnte sie kaufen. Und dann wurden sie im Gewächshaus angezeigt, wo man dann verfolgen konnte, wann sie gepflanzt wurden und dann die Wachstumsphase und bis zur Ernte. Am Anfang hast du dann quasi jeder Pflanze beim Wachsen zugeschaut. Ja, einer aus Neugierde. Genau. Und tatsächlich, nach 108 Tagen bekommt sie den ersten Gewinn ausgezahlt. Für mich war es die Bestätigung, ich dachte, okay, es klappt ja ganz gut. Wie viel Gewinn hast du da gemacht, zum Beispiel im ersten Jahr? Über 10.000 € müssten es gewesen sein. Die du reingesteckt hast? Oder nee, an Gewinn. 10.000 € Gewinn? Ja. Im ersten Jahr 10.000 € Gewinn? Genau. Wie viel hast du dafür reingesteckt davor? Es müssten so um die 15.000 gewesen sein, wo das dann rausgekommen ist. Ich stelle mir vor, wenn ich 10.000 € im Jahr einfach so bekomme, das muss ja ein richtiger Rausch sein, oder? Ja, das war es auch. Ich hatte halt immer gerechnet, okay, von 10.000 € kannst du so lange reisen, dann kannst du noch ein halbes Jahr länger reisen. Also ich habe den Bezug zu den Zahlen verloren. Die Gewinne wachsen und wachsen. Hannah glaubt, das nächste große Ding gefunden zu haben. Und Juicy Fields befeuert dieses Image mit aggressivem Marketing. Im Juni 2021 sind sie zum ersten Mal Hauptsponsor bei der größten Cannabis-Messe Lateinamerikas in Mexiko. Von diesem Messeauftritt produzieren sie ein hippes Hochglanzvideo und stellen darin einen Mann ins Rampenlicht von Juicy Fields, CEO Alan Glanz. I would like to say it's a big day today. Thank you very much. Ihn werden wir später noch genauer in den Fokus nehmen. Endlich wird wieder gekifft. Du hast doch längst vergessen, wie das ist. Das Start-up aus Berlin zeigt sich in den Videos als Big Player der Cannabis-Industrie. 2 Monate später ist Juicy Fields Hauptsponsor in Berlin. Einen Monat später bei einer Expo in Zürich. Und auch in Barcelona wird Juicy Fields Sponsor. Bei der Spannabis und bei einer internationalen Branchenmesse. Unsere erste Begegnung war letztes Jahr, genau in diesem Gebäude hier. Sie schienen viel Geld zu haben, sie waren gut gekleidet, sie gingen auf die Leute zu. Dann schmissen sie einige der monumentalsten Cannabis-Partys, die ich je erlebt habe. Die opulenteste, die Frauen, die Models.
Die Autos, die Werbegeschenke. Sie haben sogar ihr eigenes Marketing-Video gedreht. Wir fragen uns alle, ist das zu schön, um wahr zu sein? Wenn Dinge zu schön sind, um wahr zu sein, sind sie das meistens auch. Sie haben ein Auto verschenkt? 2 Autos. Eine komplette Champagnerbar. Ja, ich meine, überall knallten die Champagnerflaschen. Es war so mafiamäßig. Also ein echt üppiges Dinner. Es war schon dreist. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Die Plattform Juicy Fields hat den E-Growern versprochen, wenn du dein Geld in medizinisches Cannabis investierst, dann winken ordentliche Renditen. Was hätte man gebraucht, damit so etwas tatsächlich funktioniert? Einerseits die Plattform und dann das Geld aus der Crowd und medizinisches Cannabis und im Hintergrund ein seriöses Unternehmen mit kompetenten Leuten. Spoiler, bei ein paar Sachen davon hat es bei Juicy Fields gehakt. Okay, fangen wir mal beim Personal an. Wer waren die öffentlichen Figuren von Juicy Fields? Wie seriös sind sie? Was ist ihr Background? Nach außen hin treten vor allem 3 Personen auf. Svesta Lauritsch, Daniel Gauci und Alan Glanz. Svesta Lauritsch. Chief Communication Officer und Juicy Fields Network Star. Daniel Gauci, der Chief Business Development Officer mit langjähriger Expertise im Cannabis-Bereich. Und dann ist da auch noch Alan Glanz, der CEO des Unternehmens. Money Money Green, das ist ein eigens für Juicy Fields komponierter Song. Und im Musikvideo wird Alan Glanz Seite an Seite mit dem Deutschrapper Vazel als der neue, smarte Superstar der Cannabisbranche inszeniert. Guys, it's not a hologram. Oh, yeah. Alan is actually here. Yes, I am alive. This is a real person. I'm not a scam, guys. How did you come up with such an innovative idea? I and my partner is smart. That's it. The best answer anyone could ask for, man. Aber ist er wirklich das Genie von Juicy Fields? Ich checke das Handelsregister auf die Firma hinter Juicy Fields, die Juicy Grow GmbH mit Sitz in Berlin. Aber der eingetragene Geschäftsführer ist da nicht das angebliche Mastermind Alan Glanz, sondern ein gewisser Viktor Bittner. Und noch etwas ist komisch. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Produktion und der Handel mit verschiedenen Ausrüstungen, insbesondere Gewächshäusern, der Import oder Export von verschiedenen Ersatzteilen und Zubehör sowie der Import und Export von Waren aller Art. Aber nirgendwo steht das Wort medizinisches Cannabis. Es gibt also schon früh einen eklatanten Widerspruch. Die Personen, die für Juicy Fields nach außen in Erscheinung treten, sind offenbar nicht die, die in Wirklichkeit die Geschäfte führen. Und von medizinischem Cannabis als Geschäftszweck ist auch nirgends die Rede. Doch keiner scheint das zu merken. Der Aufstieg von Juicy Fields geht weiter. Auch bei der Cannabismesse Expo Weed in Mexiko ist Juicy Fields im Oktober 2021 Hauptsponsor. In den Messevideos rückt eine zweite Person ins Zentrum, Svesta Lauritsch. Sie wird immer mehr zum öffentlichen Gesicht von Juicy Fields. Wir können Svesta Lauritsch für ein Interview gewinnen und treffen sie in Barcelona. Sie hält sich heute selbst für ein Betrugsopfer. Sie hat ihre Karriere als TV-Moderatorin aufgegeben und alles auf die Karte Juicy Fields gesetzt. Wie sind Sie zu Juicy Fields gekommen? Ich habe mir zuerst die Plantagen angesehen. Ich wollte wissen, wie es funktioniert und ob die Pflanzen wirklich da sind. Dann schickten sie mich mit einem Kamerateam nach Portugal, um mir die Pflanzen anzusehen. Dort habe ich die erste Plantage gesehen. Ich habe den Besitzer dieser Plantage in Portugal getroffen und alles schien mir real zu sein. Sie wird nicht nur zum Aushängeschild von Juicy Fields, sondern investiert auch selbst.
Ich habe Pflanzen auf der Plattform gekauft. Das erste Mal waren es 3 und dann habe ich 1000 gekauft. Als sie die Gewinne zum ersten Mal erhielten, waren sie glücklich und gleichzeitig sagten sie, wow, wir nehmen an einer Veränderung der Welt teil. Das Video von ihrem Plantagenbesuch in Portugal spielt für die Glaubwürdigkeit von Juicy Fields eine entscheidende Rolle. Für viele E-Grower ist es der vermeintliche Beweis, die virtuellen Pflanzen gibt es wirklich. Auch in den Telegram-Gruppen finden sich Fotos und Videos von Plantagen angeblicher Partnerfirmen. Ich rekonstruiere, welche Firmen alle für Juicy Fields gearbeitet haben sollen. Insgesamt mehr als 20 und kontaktiere sie. Haben sie wirklich mit Juicy Fields zusammengearbeitet? Während wir auf Rückmeldungen warten, versuche ich Antworten auf eine andere Frage zu finden. Sind in der Boombranche Cannabis wirklich auf legalem Wege so fette Gewinne in kurzer Zeit möglich, wie sie Juicy Fields versprochen hat? Ich bin bei einem deutschen Unternehmen, das medizinisches Cannabis anbaut, weiterverarbeitet und an Apotheken liefert. Geschäftsführer Philipp Göbel hat viele Jahre Erfahrung im Pharmabereich. Das ist jetzt die Panzertür, oder was? Genau, das ist die höchste Sicherheitsklasse, die du in Deutschland kaufen kannst. Also eine extrem schwere und starke Stahltür, mit denen auch die Goldreserven in Deutschland geschützt werden. Die schützt hier unsere Betäubungsmittel. Es riecht nach Gras und fühlt sich an wie Gefängnis. Die staatlichen Sicherheitsanforderungen sind nicht leicht zu erfüllen. Und auch Hygiene wird hier groß geschrieben. Und das musst du immer anziehen. Das sind die Hygienestandards, die wir haben. Mundschutz, Kopfhaube, Bartschutz, Handschuhe. Bartschutz? Ja. Damit da kein Härchen reinkommt, oder was? Kein Haar, genau rein. Ach, hier. Oh. 600 komplett identische Pflanzen stehen in diesem Raum. Entscheidend ist, dass Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer konstant bleiben. Die Wirkung des medizinischen Cannabis könnte sonst schwanken. Komplexe Regelungssysteme sorgen für optimale Bedingungen. Lohnt sich das, Cannabis anzubauen bei dem ganzen Aufwand? Der Aufwand ist ja durch mehrere Fakten determiniert. Die Sicherheitsstandards sind einfach extrem hoch. Wir sind hier mit dem Cannabis, was wir in Deutschland anbauen, so, dass wir jetzt hier kein Geld verlieren, nichtsdestotrotz auch kein großes Geld gewinnen, sondern wir sehen das natürlich auch an einer Investition in die Zukunft, mehr Mengen hier herstellen zu können. Hier klingt das, als kämen die großen Profite durch Cannabis erst mit der Legalisierung. Die Kosten für die Herstellung von medizinischem Cannabis sind hoch. Gibt es irgendeine Chance, mit medizinischem Cannabis 100% Gewinn im Jahr zu machen? Nein. Also man muss ganz klar sagen, das ist unrealistisch. Du spielst wahrscheinlich jetzt auf Juicy Fields an. Wir sind hier ein Produktionsunternehmen am Ende des Tages in Deutschland, was nach pharmazeutischen Standards produziert, die einfach sehr aufwendig sind. Und da kann man jetzt nicht erwarten, dass man mal eben 100% Gewinn macht. Kann man irgendwie diese 100% im Jahr erreichen? Nach unserer Auffassung nein. Richtig gutes Zeug. Echt. Krass. Echt, Junge. Gefällt mir gut. Richtig gut. Juicy Fields hat also die Anlegerinnen und Anleger mit Versprechungen geködert, die laut Brancheninsidern völlig unrealistisch waren. Zurück zu den angeblichen Produzenten von Juicy Fields. Ging es also bei diesen Partnerunternehmen vor allem darum, den Schein zu vermitteln, dass Juicy Fields ein Produkt hat? Wir haben von einigen Unternehmen eine Antwort bekommen und die sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Hat Ihr Unternehmen medizinisches Cannabis für Juicy Fields angebaut oder vertrieben? Nein. Die Vereinbarung beinhaltete keine Produktion von medizinischem Cannabis oder Produkten für Juicy Fields. Es hat uns überrascht, dass Sie uns als Partner aufgeführt haben, da wir nie eine Vereinbarung mit Ihnen geschlossen haben.
Mehrfach haben wir auch die Plantage in Portugal angefragt, die auf Videos zu sehen war. Von ihnen kam nie eine Antwort. Nach außen gab sich Juicy Fields als Big Player der Cannabisindustrie. Doch wir finden keine Plantage, die im großen Stil Pflanzen für die Plattform angebaut und auch verkauft hat. Wie kann es sein, dass das so lange niemand gemerkt hat? In Berlin bin ich mit dem YouTuber und Cannabis-Aktivisten Michael Knot verabredet. In der Community ist er eine Legende. Er hat Juicy Fields von Anfang an kritisch gesehen. Hallo, liebes cannabis Publikum. Ich bin skeptisch. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe mir die Hintergründe der Firma angeschaut, habe auch geguckt, dass Cannabis, was sie angeblich in Portugal anbauen, ist das überhaupt hier auf dem deutschen Markt aufgetaucht, weil es gibt ja für solches Cannabis eigentlich nur den deutschen Markt für medizinisches Cannabis, für importiertes, und habe gesehen, okay, das ist hier gar nicht aufgetaucht. Die schütten jetzt aber schon fleißig Gewinne aus, obwohl sie gar keine machen, und da bin ich dann sehr skeptisch geworden. Habe mir das Geschäftsmodell genauer angeguckt, habe dann noch mehrere Hinweise auf einen Ponzi-Scam gefunden, auf einen klassischen Ponzi-Scam, und habe dann das BaFin im Herbst angeschrieben, im Herbst 2021 das erste Mal, und da gefragt, ob Juicy Fields dort schon bekannt sei. Wie hat denn die BaFin reagiert? BaFin hat im Prinzip gesagt, dass sie mir keinerlei Auskunft erteilen dürfen. Doch Juicy Fields geht da erst richtig auf Investorenfang. Im Oktober 2021 sind sie auf der Cannabismesse Mary Jane in Berlin. Im November verkünden sie, dass sie die 200.000 Mitgliedermarke geknackt hätten. Sie sind Hauptsponsor bei der Cannabis Expo in Johannesburg, werben in Portugal und Uruguay. Erst am 30. März 2022, ein halbes Jahr nach der Anfrage von Micha Knot, veröffentlicht die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin eine Warnung. Wieso verging so viel Zeit, ohne dass die Behörde reagierte? Wir haken bei der BaFin nach, sprechen mit Dominika Kuhler, die als Pressesprecherin auf unerlaubte Geschäfte spezialisiert ist. Wir haben mit einem Journalisten gesprochen, der sagte, er hat im September 2021 schon an die BaFin geschrieben. Die erste Warnung kam dann im März 2022. Richtig. Warum dauert das ein halbes Jahr? Gut, also muss natürlich auch erstmal rechtlich geprüft werden, um was es sich da eigentlich handelt. Das ist nicht mit bloßem Handauflegen auf einen Computerbildschirm möglich, sondern man muss da tatsächlich auch an das Unternehmen rangehen und auch Informationen einholen. Von daher ist der Zeitablauf durchaus schnell, ja. Die BaFin sei auch nur begrenzt zuständig für Juicy Fields. Denn dabei handelt es sich um ein Unternehmen des sogenannten grauen Kapitalmarkts. Im Gegensatz zum streng regulierten weißen Kapitalmarkt, also Investmentfonds oder Finanzdienstleister, benötigen Firmen in diesem Bereich keine Erlaubnis der BaFin und unterliegen auch nicht ihrer Aufsicht. Einzige Anforderung von der BaFin? Ein Prospekt, der über die Anlagemöglichkeit aufklärt. Wenn Sie dann so einen Prospekt bekommen, wie prüfen Sie den? Der Prospekt wird formal geprüft, aber er wird nicht darauf geprüft, ob die Informationen, die da drin sind, inhaltlich richtig sind. Wenn das Unternehmen im Prospekt schreibt, wir haben Repräsentanzen in Singapur, Sydney und Tokio, da fliegt die BaFin jetzt nicht hin und guckt, ist da tatsächlich in Singapur, Sydney und Tokio, steht da das Gebäude, ist da nur ein Briefkasten, arbeiten da wirklich 235 Leute? Das macht die BaFin nicht, nein. Das heißt, dann ist die BaFin ja mehr oder weniger ein zahnloser Tiger, nicht? Das kann man natürlich so sehen. Wir haben halt gesetzliche Kompetenzen, einen gesetzlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Und wie jede andere Verwaltungsbehörde auch, können wir über diese gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht hinausgehen. Das Problem? Juicy Fields hatte selbst diesen Prospekt nicht vorgelegt. Nur deshalb warnte die BaFin im März 2022, es gebe Anhaltspunkte für einen fehlenden Verkaufsprospekt. In der Zwischenzeit aber hat die E-Growerin Hannah bereits all ihr Geld in Juicy Fields gesteckt. 21.000 €. Ja, das waren meine ganzen Ersparnisse. Also wirklich auch der letzten 10 Jahre so. Also es war der große Puffer. Das heißt, du hast irgendwann gesagt, ja. All in. Ja, also halt
tröpfchenweise, aber im Endeffekt war es das dann. Und es war auch so der Tenor in den Gruppen. Also es war auch so, ja, man muss auch mal was riskieren. So, wenn man nichts riskiert, gewinnt man nichts. Als Juicy Fields aber am 3. Juni 2022 noch immer keinen Prospekt vorgelegt hat, untersagt die BaFin Juicy Fields, die Produkte anzubieten. Die Community ist verunsichert. Was ist mit der Deutschland-Sache? Wenn Sie ernten und man Geld bekommt, wo ist dann das Problem? Die BaFin ist mehr wie ein Kundendienst in Deutschland. Sie sind nicht Gesetz und Ordnung. Laut Plattform sind da mittlerweile 500.000 Mitglieder registriert. Juicy Fields versucht, sie zu beruhigen. Wir wurden von der BaFin in Deutschland angewiesen, bestimmte Formulierungen in unseren Juicy Fields Produktangeboten zu ändern. Juicy Fields wird sich selbstverständlich an die Richtlinien von Einrichtungen wie der BaFin halten. Doch dann, am 10. Juli 2022, beginnt alles zusammenzubrechen. Ich habe für eine Pflanze bezahlt und jetzt habe ich keine Pflanze und kein Geld. Weiß jemand, was zu tun ist? Neuanmeldungen sind geschlossen. Juicy Fields Facebook-Seite ist verschwunden. Admins verschwunden. Support-E-Mail funktioniert nicht mehr. Twitter, Facebook, Insta down. Alter, was passiert hier gerade? Gerade echt Angst, mein Geld zu verlieren. Dann kann sich plötzlich keiner mehr einloggen. Niemand hat mehr Zugriff auf sein Geld. Für mich war eigentlich, irgendwie wusste ich sofort, es ist jetzt vorbei. Mein Körper hat mit so einer Art, also würde ich sagen, mit einer Panikattacke reagiert. Ja, also vor allem dieses Herzrasen war ganz schlimm. Albtraum. Ein riesengroßer Albtraum. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich hielt das für eine gute Sache. Ich verstehe die Position aller Menschen. Es tut mir wirklich leid. Ihr leidet. Ich möchte allen Leuten sagen, sie haben Geld verloren, aber ich auch. Und nicht nur das. Ich wurde oft angegriffen, viel Gewalt. Die Leute wollen ihrem Frust über mich Luft machen, weil ich mein Gesicht gezeigt habe. Ich habe an ein Projekt geglaubt. Ich dachte, das stimmt, und ich habe mich geirrt. Aber es war nicht meine Schuld. Sie haben mich benutzt, und das werde ich ihnen nicht verzeihen. Nach unseren Recherchen können die zuvor ausgeschütteten Gewinne nicht aus dem Verkauf von Cannabispflanzen gekommen sein. Auszahlungen wurden also mit den Einzahlungen anderer E-Grower finanziert. Ein klassisches Schneeballsystem. Und die große Frage ist jetzt: Wer sind die Drahtzieher hinter diesem riesigen Cannabis-Scam? Alan Glantz, der angebliche CEO, ist verschwunden. Niemand weiß genau, wo er sich aufhält. Ich versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ich habe eine Nummer bekommen, die soll von Alan Glantz sein. Deswegen habe ich sie einfach mal angeschrieben. Und tatsächlich hat es nur 3 Minuten gedauert und er hat geantwortet. Lieber Alan Glantz, könnten Sie sich vorstellen, uns ein Interview zu geben? Wie haben Sie meine Nummer gefunden? Jemand hat sie mir gegeben. Wer? Es tut mir leid, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es tut mir leid, ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Auf Telegram verschickt Alan Glantz eine kurze Videonachricht an die Juicy Fields Community. 100%. Ich bin unschuldig. Ich habe nie das Geld angefasst, ich habe nie über das Investment gesprochen. Wir wollen die Person Alan Glantz weiter durchleuchten, um Hinweise darauf zu finden, wer wirklich hinter dem größten Cannabis-Betrug aller Zeiten steckt. Ich nutze die Möglichkeiten der Gesichtserkennung, um mehr über ihn herauszufinden. Dafür füttere ich eine Website mit bekannten Fotos von Alan Glantz. Ich erhoffe mir vor allem durch die Bildersuche Hinweise zu bekommen, an welchen Orten Alan Glantz in der Vergangenheit war. Die Software sucht nun überall im Netz nach Bildern, auf denen sie das Gesicht von Alan Glantz wiedererkennt.
Die Karaoke-Bar war 2011 in Moskau. Das Filmevent war in St. Petersburg. Ich könnte jetzt mal gucken, wo zum Beispiel das eine Restaurant ist. In St. Petersburg. Ja. Und zwar... Also letzten Endes zeigt uns das Ergebnis Bilder im Zeitraum 2010 bis 2016. Und er ist eigentlich auf allen Bildern in Russland, entweder in Moskau oder St. Petersburg. Führt die Spur zu den Juicy Fields Hintermännern also nach Russland? Die russischen Matrioschkas im Musikvideo ein verstecktes Zeichen? Ich recherchiere weiter. Hallo, hier ist Chiara Cesaro vom ZDF. Währenddessen bekomme ich einen Hinweis, dass es sich bei Juicy Fields um noch viel mehr handeln könnte, als um ein riesiges Schneeballsystem. Dafür fahre ich nach Zürich. Hier will ein ehemaliger Investmentbanker mit uns sprechen. Thomas Stieger wurde von Juicy Fields angeheuert, um einen Fonds für Großanleger wie Banken und Pensionskassen aufzubauen. Und da habe ich mit Ellen den Vertrag unterschrieben, in diesem Hotel, Marriott. Da? Ja. Okay. Da. Das heißt, da hat alles angefangen. Ja. Damals habe er keine Warnsignale wahrgenommen. Doch schon bald merkt Thomas Stieger, dass mit Juicy Fields etwas nicht stimmt. Um Juicy Fields ist ein großes Geflecht an Firmen entstanden. Neben der Firma in Berlin Unternehmen in Großbritannien, Malta, der Schweiz und den Niederlanden. Mit Geschäftsführern, die, so Stieger, nur auf dem Papier die Geschäfte leiten. Die hatten eher ein sehr devotes Erscheinungsbild und waren ausführende Organe und nicht selbstbestimmende Organe. Als Direktor der Juicy Holdings BV in Amsterdam wird ein Robert Müller genannt. Eine Marionette, sagt Stieger. Doch dieser Müller habe auf Zypern ein Konto entdeckt, das auf den Namen seiner Firma läuft. Erstaunlicherweise wusste er von der Existenz nichts. Ich bin dann zusammen mit ihm nach Zypern gereist. In Zypern hat uns dann der CEO dieser Bank, die Verantwortliche fürs Geldwäscherei, gesetzt und noch einen anderen Direktor empfangen. Das heißt, es war direkt die Verantwortliche für Geldwäsche dabei? Ja, gesprochen hat jedoch nur der CEO. Denn das Juicy Fields Konto wurde offenbar mit gefälschten Dokumenten angelegt. Dann hat der CEO gefragt, Herr Dr. Müller, ist das Ihre Telefonnummer? Hat er verneint. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? Hat er gesagt, nein, diese E-Mail-Adresse kenne ich nicht. Ist das Ihre Unterschrift? Hat er gesagt, nein, so unterschreibe ich nicht. Dann meinte der CEO, okay, Herr Dr. Müller, Sie haben ein großes Problem. Bei diesem Konto sind seit der Kontoeröffnung über 1,5 Milliarde Euro umgesetzt worden. 1,5 Milliarde? Und Sie, Herr Dr. Müller, werden verdächtigt, in einem großen Geldwäschereiskandal verwickelt zu sein. Und ihr könnt euch mal gefasst machen, dass ihr die Insel nicht so schnell wieder verlässt, falls ihr die wieder mal verlässt. Wir haben auch Robert Müller nach seiner Sicht gefragt. Er hat uns nicht geantwortet. Für uns ist unklar, was er wirklich wissen konnte. Die Bank bestreitet, dass sich die Ereignisse auf Zypern so zugetragen haben, bestätigt indirekt aber den Vorwurf der Geldwäsche. Thomas Stieger weiß, Zypern gilt als Geldwäscheparadies für die russische Mafia. Wenn die Zahlen wahr sind und stimmen, kann man in den Raum stellen, dass Juicy Fields ein Teil eines großen Systems war, um Geldwäscherei zu betreiben. Wenn das mit den Russland-Geschichten stimmt, Geld aus Russland rauszubekommen, ist ja nicht einfach. Und dass vielleicht Juicy Fields nur ein Teil, ein kleines Puzzleteil von einem ganz, ganz großen System ist. 1,5 Milliarde Euro über ein gefälschtes Konto auf Zypern. Ist Juicy Fields also neben dem Schneeballsystem auch noch eine riesige Geldwäschemaschinerie? Ich will dem Verdacht nachgehen.
der Spur des Geldes weiter folgen. Dafür hilft mir, dass ein kleiner Teil der E-Grower mit Kryptowährungen in Juicy Fields investierte. Mithilfe einer Kryptoanalyse lassen sich diese Geldströme nämlich nachvollziehen. Jakob Hasse ist einer der wenigen IT-Forensiker in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben. Von welchen Summen sprechen wir hier? Also insgesamt hat der Umsatz, den Juicy Fields in Einzahlungen erhalten hat, auf den Adressen, die wir in 2 von 4 Kryptowährungen festgestellt haben, mindestens 290 Millionen Euro betragen. Oh, okay. Jakob Hasse hat die Ein- und Auszahlungen im Zeitverlauf ausgewertet. Neben den kleinen Investments fällt direkt eines auf. Ich finde besonders interessant, dass wir diese unterschiedliche Verwendung haben. Zu der frühen Zeit eher die geringen Änderungen und dann hier zu dieser Frühjahr-Sommerzeit 2022 zu den ja doch recht turbulenten Verlaufes des Kontostandes. Und es fällt auf, dass 2 Adressen unheimlich viel an Juicy Fields gesendet haben. Es geht hier um hohe Millionenbeträge. Insgesamt werden von diesen beiden Absendern mehr als 150 Millionen Euro an Juicy Fields überwiesen. Doch die Millionensummen bleiben nur kurze Zeit auf dem Kryptokonto. Dann werden sie direkt weitergeleitet. Zu sehen an den Spitzen in der Grafik. Und was könnte damit bezweckt werden? Stellt sich die Frage, warum wurde es nicht gleich an die Zieladresse gesendet? Ja. Das heißt, entweder der Einzahler hatte damit gar nichts zu tun, dass es unmittelbar weiterging, oder dem Einzahler war wichtig, dass es erst an Juicy Fields ging und dann an ein anderes Ziel. Geld, das über Juicy Fields an den eigentlichen Empfänger geflossen ist, unter dem Deckmantel des Investments in Cannabis. Die Kryptoanalyse ist ein weiteres Indiz, dass Juicy Fields mutmaßlich im großen Stil an Geldwäsche beteiligt war. Doch wer steckt dahinter? Bei unserer Spurensuche sind uns schon einige Hinweise untergekommen, dass die Hinterleute in Russland sitzen könnten. Der undurchsichtige Hintergrund von Alan Glance, die Geldflüsse und auch geleakte Dokumente deuten darauf hin. In Berlin hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Wohin führt die Spur? Wer sind die Hintermänner? Das ist eigentlich noch völlig unklar. Also wir versuchen natürlich, die Hintermänner zu finden, ob die Wege nach Russland führen. Russland sind halt die Ermittlungen äußerst schwierig in den momentanen Zeiten einfach. Und wir kommen auch da mit der Rechtshilfe nicht weiter. Brauchen wir auch gar nicht erst zu versuchen, weil Russland würde nicht antworten. Ohne dass ich sie explizit danach gefragt habe, bringt auch die Staatsanwältin Russland ins Spiel. Monatelang haben wir versucht, mehr über die möglichen Juicy Fields Hintermänner in Russland herauszufinden. Schließlich bekomme ich die Chance, mit einem zu sprechen. Einem, der ganz nah dran gewesen sein soll. Ich mache mich auf nach Finnland. Die Hauptstadt Helsinki liegt nur 2 Autostunden von der russischen Grenze entfernt. Ich habe echt Respekt vor dem, was wir heute vorhaben. Wir treffen einen Insider, der in Kontakt ist mit der russischen Mafia. Und er sagt, die Hinterleute, die sind in Russland. Ein Anwalt hat den Kontakt hergestellt. Hallo. Hi. Hi. Der Informant kommt aus St. Petersburg. Er sagt, er war Teil des Juicy Fields Betrugs und möchte nicht erkannt werden. Doch ich lasse mir Beweise für seine Identität zeigen, die wir geprüft haben. Wir können belegen, er ist Teil eines kriminellen Netzwerks in St. Petersburg. Meine Aufgabe war es, den Dreck wegzuräumen und alle Probleme von Juicy Fields zu lösen. Als Sicherheitschef der Operation habe er auch Alan Glance sein Gehalt gebracht. In Bargeld. Doch Alan Glance heiße gar nicht Alan Glance. Also eine erfundene Figur? Alan Glance, ein russischer Staatsbürger. Sein echter Name ist Anatoli. Er war noch nie in der Cannabis-Welt geschäftlich aktiv. Alan hatte früher ein Unternehmen, das Taxis betrieb.
Er wusste sehr genau, was vor sich ging, und er erfüllte seine Aufgaben. Alan Glantz sei Teil der Juicy Fields Fassade gewesen. Sein Job? Nach außen repräsentieren. Der smarte Macher, den alle mögen. How did you come up with such an innovative idea? I and my partner is smart. That's it. Aber nicht nur Alan Glantz. Der ganze Juicy Fields Kosmos, die Website, die Plantagen, eine riesige Scheinwelt, laut unserem Informanten, gesteuert aus Russland. Die wichtigste Aufgabe war es, wie man in Russland sagt, ein potemkinsches Dorf zu erschaffen, also den Anschein zu erwecken, damit die Investoren sehen, wie erfolgreich das alles ist und damit sie weiterhin Geld investieren. Aber in Wirklichkeit gab es nichts davon. Auch das komplexe Firmengeflecht mit unterschiedlichen Geschäftsführern. Alles sei ein Ablenkungsmanöver, um die wahren Hinterleute zu verdecken. Das sind die gewöhnlichen Clowns, die dafür bezahlt wurden. Wer sind die Hinterleute von Juicy Fields? Was die ersten Personen bei Juicy Fields angeht, die kenne ich schon seit langem. Wir leben in der gleichen Stadt, in St. Petersburg, und wir hatten schon früher miteinander Kontakt. Das sind einfach Leute, die sich gut mit Computern und Bitcoins auskennen und gerne kreativ sind. Der Insider sagt, er war einer der wenigen, die direkten Kontakt zu den Hinterleuten hatten. Juicy Fields sei nicht der erste Scam der Gruppe gewesen. Sie hätten Erfahrung mit Schneeballsystemen. Doch es war mit Abstand ihr erfolgreichster. Sagen Sie mir Namen? Wenn überhaupt, dann nur, sagen wir mal, die Juicy Fields Namen, die der Geschäftsführer sich für sie ausgedacht hat. Da gab es Paul. Seine Assistenten waren Wassili und Weiner. Sie alle sind russische Staatsbürger. Die echten Namen der angeblichen Hinterleute nennt er nicht. Doch ihre Tarnnamen tauchen auch in einigen in Telegram-Gruppen geleakten Dokumenten auf. Es kursieren sogar angebliche Passkopien. Paul Bergholz, der Gründer und Hauptanteilseigner. Er habe die Kontrolle über alle Gelder und Aktionen gehabt, sagt unser Informant. Wassili Kandinsky und Alex Weimar, seine Mitbegründer und Assistenten. Doch hier verläuft sich die Spur. Die Passkopien sind gefälscht, die Namen nicht die richtigen. Hallo, hi. Ich meine, wir haben super viele Informationen. Ja. Wir haben die Pässe, wir haben die Bilder, wir haben versucht, die Bilder nachzuverfolgen. Doch unsere weitere Suche nach den Bildern aus den Pässen liefert keine Ergebnisse. Also deswegen ist die Frage, ob hier die Reise endet. Unsere Spurensuche in den Untiefen der organisierten Kriminalität geht hier zu Ende. Aber die Geschichte geht noch weiter. Im November 2022 meldet sich Juicy Fields zurück. Hello, egg growers. You are here because you are one of the thousands who believed in the possibility of recovering the business system. Sie geben sich als neues, unabhängiges Team von Mitarbeitenden, die die Plattform neu aufbauen wollen. Und tatsächlich, kurze Zeit später ist die Plattform wieder erreichbar. Man kann wieder Juicy Fields Pflanzen kaufen. Geht der Scam mit dem Cannabis also einfach weiter? International ermitteln Staatsanwaltschaften. Doch niemand schaltet die Server ab. Und noch immer wollen manche die Hoffnung nicht aufgeben. Auf den Traum vom grünen, saftigen Geld.